Doms Wheel World. Spätestens wenn ihr auf der Temperaturanzeige das kackende Männchen seht, ist es wieder soweit. Ihr und euer Auto müsst fit für den Winter sein. Meine Wintertipps seht ihr nach dem Intro. Es ist jedes Jahr dasselbe. Plötzlich ist der Schnee da und man hat vielleicht noch nicht mal Winterreifen auf dem Auto. Früher waren Winterreifen mal mit dem M&S-Zeichen gekennzeichnet. Heute braucht es zusätzlich dieses Dreieck mit der Schneeflocke drin. Nur dann sind es wirklich Winterreifen. Außerdem sollten sie mindestens 4 mm Profiltiefe haben. Aber das mit den Winterreifen ist ja klar. Was eher wenige dabei haben, ist ein Überbrückungskabel. Gerade im Winter geben Autobatterien gern mal den Geist auf und deswegen habe ich mir angewöhnt, ein Überbrückungskabel dabei zu haben. Was man im Winter auch beachten sollte: Frostschutzmittel und Wischwasser. Für das Scheibenwischwasser gibt es ein fertiges Konzentrat mit Frostschutz drin. Das Ganze füllt man hier ein, wo der blaue Deckel ist. Gerade im Winter ist man wirklich oft auf Wischwasser angewiesen. Auch ein Abschleppseil kann im Winter sehr nützlich sein, wenn man sich mal festgefahren hat. Dazu sollte man aber auch einen Blick ins Badhandbuch werfen, wo und wie das Auto abgeschleppt werden kann. Bei mir ist ein Abschlepphaken im Badwerkzeug und vorne und hinten sind solche Abdeckkappen und wenn man die entfernt, schraubt man dort den Abschlepphaken ein. Wer ein großes Auto hat, hat hier dasselbe Problem wie ich als Rollstuhlfahrer. Man kommt mit einem normalen Eiskratzer nicht wirklich gut an die Windschutzscheibe. Dafür empfehle ich so einen teleskopausziehbaren Eiskratzer mit Besen. Damit kommt man gut zurecht und kann auch den Schnee vom Auto an den meisten Stellen gut abkehren. In dem Zusammenhang ist auch eine Standheizung ziemlich hilfreich. Wenn man die kurz laufen lässt, lässt sich der Schnee so einfach von der Windschutzscheibe entfernen, wie ihr das hier bei mir seht. Wenn ihr weitere Tipps zu dem Thema habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like oder ein Abo da. Bis zum nächsten Mal bei Doms Wheel World.